Auto startet und die Batterieleuchte brennt dauerhaft, also bekommt die Batterie keinen Strom von der Lichtmaschine, was ziemlich blöd ist, weil das bedeutet, dass dann die Lichtmaschine kaputt ist. Hallo liebe Heimwerker und Selbermacher, heute gibt es wieder ein Autovideo und zwar, ich möchte die Lichtmaschine wechseln vom Toyota Aygo. Dazu klemme ich als erstes die Batterie ab. Danach sollte man sich unbedingt den Gefallen tun, die Frontschürze komplett abzubauen, weil bei dem Auto hat man sonst gar keine Chance, da vernünftig arbeiten zu können. Um die Frontschürze abnehmen zu können, löst man als erstes die 3 Schrauben, die sich da oben befinden. Die Karosserieclips, die bekommt man am besten mit dem entsprechenden Werkzeug raus. Wenn man das jetzt nicht hat, kann man das auch ganz vorsichtig mit 2 Schraubenziehern rausmachen. Diese Clips, die entfernt man dann ringsrum. Es kann auch durchaus sein, dass da einige schon fehlen, je nachdem wie alt das Auto schon ist. Das gleiche gilt auch für die unteren Befestigungsschrauben. Da ist es so, wie hier bei mir auch zu sehen, dass da durch frühere Unfälle eben diese Plastiknasen auch schon komplett zerstört sein können. Gut, den TÜV stört es nicht sonderlich, das ist auch nicht sonderlich schlimm. Das Einzige ist eben, dass bei einem weiteren zukünftigen Unfall die Dämpfung eben nicht mehr so gut vorhanden ist. Auch schon abgerissen. Wenn man alle Befestigungen gelöst hat, dann sollte man erst rechts und links die Schürze aus diesen Kunststoffführungen rausnehmen. Und wenn man das gemacht hat, dann kann man die vorsichtig nach vorn rausziehen, die Schürze. Jetzt kommt man einigermaßen gut ran an die Lichtmaschine. Das ist die Lichtmaschine, noch original von Toyota. Hier sind die Stecker, die man abziehen muss. Das ist der Spanner und die werde ich jetzt erstmal alle schön einmatschen, die Schrauben. Diese Vorbehandlung mit Kriechöl ist gerade bei älteren Fahrzeugen natürlich sehr sinnvoll. Um die elektrischen Verbindungen zu lösen, sollte man erstmal diese Plastikkappe entfernen, die ist da nur draufgesteckt. Und wenn man die entfernt hat, dann sieht man die 2 Muttern. Das ist einmal eine 8er Mutter und einmal eine 12er Mutter, die zu lösen sind und komplett abzuschrauben sind. So. Oh. Den unten kann man ruhig dran lassen. Nur hier die Klemme, die muss man noch frei machen. Mit der Zange ein bisschen zusammenquetschen und dann geht das auch raus und dann hat man das komplette Kabel frei. So, und jetzt geht's los mit dem Lösen der Lichtmaschine.
Ja, jetzt kann man diese Schraube hier lösen, den Spanner lösen, den Keilriemenspanner lösen. Das ist eine 12er Nuss und hier oben, wo die Lichtmaschine fest ist, das ist eine 14er Nuss. Ja, ich empfehle, alles gut mit Kriechöl vorher zu behandeln, weil die Schrauben sind echt fest angebrummt. Ja. So. Irgendwann ist er dann aber auch lose. Wenn diese 3 Schrauben komplett lose sind, kann man den Keilriemen auch leicht abnehmen. Also jetzt habe ich hier die untere Schraube komplett abgeschraubt von dem Spanner, von dem Keilriemenspanner. Den Keilriemen abgemacht. Und jetzt mache ich hier oben diese Schraube, wo die Lichtmaschine fest ist, die obere Halteschraube der Lichtmaschine, schraube ich jetzt auch noch ab. Ja, hier ist gut zu sehen, wie extrem stramm die Lichtmaschine da drauf sitzt. Das wird man vor allen Dingen dann wieder beim Einbau merken. Da denkt man, man kriegt das Ding fast gar nicht rein. Ich hatte mir beim Schrotthändler eine geprüfte, gebrauchte Lichtmaschine besorgt für 55 Euro. Aber auch die neuen Lichtmaschinen sind nicht so extrem teuer. Die kosten so um die 120 Euro. Jetzt kommt meiner Meinung nach der schwierigste Teil der gesamten Aktion, nämlich die neue Lichtmaschine in die Halterung einsetzen. Das Teil, das sitzt also so dermaßen stramm in dieser Halterung, dass man wirklich glaubt, es funktioniert nicht. Aber ich kann euch versichern, es geht wirklich rein. Man muss sehr viel Öl benutzen oder Fett und man kriegt es also wirklich rein, aber es ist wirklich extrem stramm. Glaubt mir, ich selbst, ich war heilfroh, wo ich das Ding da wieder drauf hatte. So, bei dem Keilriemen habe ich hier den neuen Keilriemen. Und da muss man aufpassen, dass man die richtige Länge kauft. Also da muss man gucken, ob man eine Klimaanlage hat oder nicht. Der ohne Klimaanlage ist ein bisschen kürzer. Und jetzt ist es so, ich habe mir sagen lassen, dass der Keilriemen auch eine bestimmte Laufrichtung hat. Und zwar so, dass die Buchstaben zu lesen sind quasi. Muss man den einlegen. Also so, quasi so und nicht so rum. Ja, ob das stimmt, schreibt mal in den Kommentaren, ob das richtig ist. Aber ich habe das jedenfalls so gehört, dass man den nur in diese Richtung einlegen kann. Ja, jetzt wird er wieder um die ganzen Rollen drum gelegt und dann mache ich die Spannschrauben wieder rein. Ja, beim Einlegen von dem Keilriemen, da hilft immens, wenn man beim Einlegen mit einem 19er Schlüssel hinten ein bisschen dreht, dann kann man den so reindrehen. Ne? Dann kann man den
anlegen und dann, indem man hier hinten das dreht, kann man den dann so drehen und dann rutscht der in die Nuten rein. So. Ganz schön stramm, aber ich sehe, der liegt gar nicht richtig drin. Ich habe gerade festgestellt, dass ich den Riemen verkehrt rum drauf gemacht habe. Ja, so bitte nicht, sondern der muss komplett anders gespannt werden oder verlegt werden. Deswegen ging er so ein bisschen stramm drauf. Ich werde das jetzt nochmal umändern, also so bitte nicht, wie ich es hier gemacht habe. Beim Draufmachen des Antriebsriemens, des Keilriemens, also immer in der Form, dass von der Lichtmaschine auf diese Zwischenrolle dann unten die untere Rolle und dann hinten die Motorrolle. Das geht auch anders. Deswegen muss man immer das Bild eben sich nochmal vor Augen halten, weil ich habe ihm auch jetzt komplett verkehrt rum drauf gemacht. Also ich hatte erst auf der Motorrolle von der Lichtmaschine direkt nach unten und das natürlich komplett falsch. Beim Reinmachen des Keilriems kann man auch hier hinten mit dem 19er Maulschlüssel ein bisschen drehen. Das hilft dann beim Reinmachen, da kann man den so richtig reindrehen jetzt, bis der in allen Rollen richtig schön in den Nuten liegt. So, dann geht das nämlich auch viel leichter. Wenn der Riemen dann perfekt sitzt, dann kann man mit dem Spanner den Keilriemen spannen. Dabei ist natürlich zu beachten, dass die beiden Schrauben oben und unten noch nicht voll angezogen sind, sondern noch beweglich sind, dass sich die Lichtmaschine noch bewegen kann. Der Keilriemen war ja noch nicht kaputt gewesen, aber wenn ich einmal hier dran bin und die Lichtmaschine austausche, dann ist es ja mehr als vernünftig, den Keilriemen auch mit zu wechseln. Der kostet nur von zwischen 10 und 20 Euro, je nachdem, wie viel man ausgibt. Und es macht also total Sinn, den auch mit zu wechseln. Beim Spannen sollte man es nicht übertreiben. Also da sollte schon straff drin sein, aber übertreiben darf man es auch nicht mit. Und dann kann man diese Schraube festdrehen, die untere Lichtmaschinenschraube und die obere, die obere Schraube dann auch festziehen. Wenn man die beiden großen Halteschrauben der Lichtmaschine wieder festgezogen hat, dann kann man sich um die elektrischen Kontakte kümmern und die beiden Kabel auch wieder festschrauben. Und zum Schluss dann natürlich die Kunststoffschutzabdeckung nicht vergessen. Ja, um das jetzt mal auszuprobieren, werde ich die Batterie wieder anklemmen. Erst den Pluspol. Und danach den Minuspol. Ja, Ladekontrollleuchte geht weg. Na, das sieht doch gut aus. So, das war mein kleines Video zum Thema Lichtmaschine wechseln beim Toyota Aygo. Ihr habt gesehen, ich bin alles andere als ein perfekter Autoschrauber und habe da auch genügend Fehler gemacht. Aber vielleicht ist es auch gut, diese Fehler zu zeigen, damit ihr die auch nicht unbedingt machen müsst. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.